Kennst du das? Du nickst freundlich, aber im Kopf denkst du, was war das gerade? Heute zeigen wir dir 7 klare Tipps, wie du schnelles gesprochenes Deutsch wirklich besser verstehst, im Café, am Telefon und im Büro auf B2-Niveau. Und ja, wir machen gleich am Anfang ein kleines Rollenspiel, ganz praktisch. Du hörst, wie es in echt klingt, und wir üben sofort Strategien, damit du nicht untergehst, sondern mitkommst, entspannt und sicher. Hey, ich bin Tim, und das ist Julia. Die komplette Lektion ist übrigens auf Vocabli. So, legen wir los. Warum ist schnelles Deutsch eigentlich so schwer? Leute ziehen Wörter zusammen, sie verschlucken Laute und sie sprechen einfach, ziemlich fix. Genau. Aus hast du, wird halt haste, aus ich habe es, wird oft ich hab's. Und im Café hörst du dann sowas wie, noch was dazu? Bar oder Karte, zack, zack. Wenn du darauf nicht vorbereitet bist, ist das wie ein kleiner Sturm im Ohr. Ich hab da eine peinliche Geschichte von einem Lernerfreund. Er wollte im Café beeindrucken und hat selbst schnell gesprochen. Der Barista hat auch gerattert, und am Ende hat mein Freund aus Versehen einen Hund statt ein Getränk bestellt. Alle haben gelacht, er auch, aber er meinte danach, okay, ich übe jetzt hören, nicht nur Grammatik. Lass uns direkt üben, ja? Mini-Rollenspiel im Café. Ich bin die schnelle Barista, hi. Na, was darf's sein? Latte to go, Hafermilch, oder in Espresso, so ungefähr klingt das in echt. Ich bin der Kunde und atme erstmal. Dann sag ich höflich, Entschuldigung, ich lerne Deutsch. Können Sie das bitte ein bisschen langsamer sagen? Oder einfach, nochmal bitte etwas langsamer. Sehr gut. Ich wiederhole langsam. Was möchten Sie? Einen Latte zum Mitnehmen? Hafermilch? Oder einen Espresso? Und du kannst jetzt Schlüsselwörter nehmen, also die wichtigen Wörter, und antworten. Einen Latte mit Hafermilch, bitte, das war schon Tipp 1, freundlich um Tempo bitten und auf Schlüsselwörter hören. Genau, Tipp 1, Tempo steuern. 2 Sätze reichen oft. Ich lerne Deutsch, könnten Sie etwas langsamer sprechen? Und könnten Sie das bitte wiederholen? Das klappt im Café, am Schalter, am Telefon, überall. Tipp 2 ist ein bisschen überraschend, aber super wirksam. Shadowing, also direkt nachsprechen. Du hörst einen Satz und sprichst ihn sofort mit, fast gleichzeitig. Das trainiert dein Ohr und deinen Mund. Willst du's mal testen? Klar. Gib mir einen typischen Satz aus dem Alltag, aber zuerst normal, dann schneller. Langsam, könnten Sie das bitte nochmal sagen? Und jetzt schneller, wie im echten Leben. Könnten Sie das bitte nochmal sagen, so, und du sprichst mit, Wort für Wort. Ich probier's. Könnten Sie das bitte nochmal sagen? Man merkt, das Ohr richtet sich plötzlich auf Rhythmus und Betonung. Das ist echt effektiv, auch wenn es am Anfang komisch klingt. Total. Und Tipp 3, noch so ein ungewöhnlicher Weg, Deutschrap mit Video schauen. Ja, wirklich. Rap ist schnell, hat klaren Beat, und die Bilder helfen. Erst mit Untertiteln, dann ohne, und dann nur Audio. So trainierst du Tempo und Flow. Ich kenne Leute, die genau damit einen Riesensprung gemacht haben. Sie haben nicht jedes Wort verstanden, aber den Takt im Ohr gefühlt. Danach klang alltägliches Sprechen plötzlich gar nicht mehr so wild. Wichtig ist, kurze Sessions, nicht übertreiben und Spaß behalten. Und bitte, großer Fehler, den viele machen, nur Grammatik pauken und kaum hören. Grammatik ist wichtig, klar, aber ohne Hören fühlt sich jede echte Situation zu schnell an. Mach dir doch einen kleinen Plan, 10 Minuten hören, 5 Minuten Shadowing, 5 Minuten wiederholen, fertig.
Tipp 4. Lerne feste Bausteine, also Chunks. Zum Beispiel, wie bitte? Was meinen Sie genau? Ich habe nur die Hälfte verstanden. Können Sie das anders sagen? Wenn diese Sätze automatisch kommen, hast du sofort Kontrolle, auch wenn's schnell ist. Ja, und Tipp 5, auf Schlüsselwörter hören und den Rest erstmal ziehen lassen. Echt jetzt? Du brauchst nicht jedes Wort. Im Satz morgen um 2:30 im Besprechungsraum, passt das, sind morgen, 2:30 und Besprechungsraum, die Anker. Der Rest ist Deko. Du kannst dann kurz zurückspiegeln, morgen 2:30, ja, passt. Mini-Quiz, Check. Weißt du noch, was Shadowing ist? Genau. Du hörst und sprichst gleichzeitig mit, um Tempo und Rhythmus zu trainieren. Und was sagst du im Café, wenn's zu schnell ist? Richtig. Ich lerne Deutsch. Könnten Sie bitte etwas langsamer sprechen? Sehr gut. Gehen wir weiter. Es gibt ja immer wieder Diskussionen, reicht Hochdeutsch oder muss man auch Dialekte verstehen? Manche sagen, Hochdeutsch genügt. Andere meinen, ohne Dialekt verpasst du die Hälfte. Meine Meinung, lerne Hochdeutsch gut und sammle dann die wichtigsten Dialektsignale, die dir oft begegnen. Sehe ich auch so. Du musst nicht alles perfekt kennen. Aber ein paar Dinge helfen sofort. Moin im Norden heißt Hallo. Servus im Süden heißt auch Hallo oder Tschüss. Grüß dich ist freundlich wie Hi. Wenn du solche kleinen Wörter kennst, entspannt dich das total. Ich hab noch eine Geschichte von einer Hörerin. Sie war in Deutschland und alle sprachen so schnell, dass sie nur nickte. Sie dachte, es geht um eine Geburtstagsfeier, und sagte fröhlich zu. Später merkte sie, es ging um eine Beerdigung. Autsch! Seitdem hört sie auf Kontext, Gesichter, Ton, Gesten. Das hilft mega. Apropos Laute, Tipp 6, Aussprache trainieren, um besser zu hören. Ich weiß, viele sagen ich, wie ich. Das ist halt was anderes. Das weiche CH in ich ist vorne im Mund, ganz sanft. Wenn du das selbst gut sprichst, erkennst du es auch im schnellen Fluss viel leichter. Genau, und auch Ö und Ü sind wichtig, schön, und schon sind zwei verschiedene Wörter. Mutter und Mütter sind nicht dasselbe. Mach kleine Minipaare und hör genau hin. Das ist keine Spielerei, das ist Ohrentraining. Jetzt noch ein kurzes Telefonrollenspiel, okay? Am Telefon wirkt alles schneller, weil du keine Gesten siehst. Ich bin der Kollege, der zu schnell spricht, und du stoppst mich höflich und spiegelst zurück. Los geht's. Ich bin schnell, hi, kurzer Check. Termin morgen, 2:30, im großen Raum, bringst du die Unterlagen mit, und kannst du Lisa anrufen, so, bumm, fertig. Ich greife die Schlüsselwörter. Okay, ich hab verstanden. Termin morgen, 2:30, großer Raum. Ich bringe die Unterlagen. Soll ich Lisa anrufen, richtig? Damit gebe ich dir die Chance, Ja zu sagen oder zu korrigieren. Genau. Und wenn du etwas verpasst hast, sag kurz, Moment, ich hab das nicht ganz gehört. Können Sie das bitte wiederholen, oder, wie schreibt man das, und dann buchstabieren lassen. Das ist total normal, keine Schande. Es gibt übrigens noch eine hitzige Diskussion. Müssen Muttersprachler langsamer sprechen? Manche sagen, ja, sie sollen sich anpassen. Andere sagen, nein, das ist nicht ihre Aufgabe. Ich denke, höflich fragen ist immer okay, aber am Ende hilft dir vor allem dein eigenes Training. Sehe ich ähnlich. Ich sag meistens, ich lerne Deutsch, könnten Sie bitte ein bisschen langsamer sprechen? Das ist freundlich, klar und respektvoll. Und dann übernehme ich Verantwortung, ich höre aktiv, ich frage nach,
ich fasse zusammen. So komme ich ans Ziel, auch wenn die andere Person es eilig hat. Tipp 7. Fast vergessen, aber super wichtig, konzentrier dich auf Rhythmus statt auf jedes Wort. Im schnellen Deutsch ist der Takt wie ein Geländer. Wenn du den Beat spürst, rutschst du nicht so leicht ab. Rap, Shadowing, kurze Dialoge, das baut deinen inneren Takt auf. Und jetzt packen wir alles einmal kurz zusammen, ja? 1. Freundlich um Tempo bitten. 2. Shadowing, direkt nachsprechen. 3. Rap mit Video, erst mit, dann ohne Untertitel. 4. Feste Bausteine lernen. 5. Schlüsselwörter hören und spiegeln. 6. Aussprache üben, damit du Laute erkennst. 7. Rhythmus fühlen. Das ist dein Werkzeugkasten. Ein kleiner Praxistipp noch, so fürs Büro, wenn jemand loslegt wie ein Schnellzug, sag, ich wiederhole kurz, ob ich alles habe, und dann nennst du die 3 wichtigsten Punkte. Das ist höflich, professionell und rettet dich, falls du ein Detail verpasst hast. Und vergiss nicht, du musst nicht perfekt sein. Auch wir sagen oft wie bitte, oder nochmal, bitte. Das ist ganz normal. Wichtig ist, dass du ruhig bleibst und weiterfragst. Hast du selbst schon mal etwas komplett falsch verstanden, weil jemand zu schnell war? Erzähl uns deine Situation und auch, welcher Tipp dir heute am meisten geholfen hat. Vielleicht ist es ja Shadowing oder doch die Sache mit den Schlüsselwörtern. Und wie versprochen, die komplette interaktive Lektion mit Transkript, Wortkarten und Übungen ist gratis auf Vocably, der Link steht in der Beschreibung. Schau da ruhig rein, übe mit den Audioschnipseln und nimm die Bausteine mit in deinen Alltag. Bis zum nächsten Mal. Genau, viel Spaß beim Üben und denk dran, langsam fragen ist stark, nicht schwach. Mach's gut und bis bald.